Absolute Weltpremiere. Ja, der Wind geht ganz schön hier beim Freistart heute am 16. März, denn hier steht er, der BMLi 780, ja, Modelljahr 2021, ganz neu rausgekommen, gerade erst eingetroffen, und wir werden uns heute mal das Fahrzeug mal ganz genau angucken. Und ja, es geht ganz heftiger Wind, also wenn ihr leichte Tonstörungen habt, dann bitte ich das vielmals um Entschuldigung, aber ich versuche es so stark wie möglich zu minimieren, denn das Fahrzeug ist es wert. Weltpremiere, hier steht er. Und wir zeigen euch das Fahrzeug mal komplett von oben bis unten mit allem drum und dran. Kiste hat volle Hütte, das heißt Hubstützenanlage mit drin und in der Farbe Silber, das steht ihm wirklich außergewöhnlich gut. Ja. Fahrzeug haben auch wirklich alle hier im Freistaat gesagt, hier, du musst den zeigen. Den haben wir ganz neu bekommen, denn innen drin schon absolute Luxuslinie, also wie man das kennt von, ich sag mal, Morelo und vielen anderen auch, aber trotzdem sehr, sehr kompakte Maße. Du hast also hier wirklich ein ganz tolles Fahrzeug auf kleinstem Raum mit drin. Wir gucken uns mal gerade die Heckgarage an, was man da so alles reinmachen kann. Und da kannst du mal gucken, gibt einen neuen Verschluss. Der ist auch sehr interessant, sieht so aus. Also du hast einen Verschluss dann jeweils für 2 Schlösser, die mit dabei sind. Das ist dann so gemacht hier. Du hast eine Außendusche mit drin, komplett Riffelblech. Du hast natürlich überall Schienen, wo du was anzornen kannst. Hier hast du nochmal die manuelle Steuerung von der Hubstützenanlage, die ist auf der rechten Seite drin. Die sieht man hier. Fahrzeug ist auch schön warm. Das ist Grund, warum ich jetzt gleich mal reingehen werde. Und ja, auch hier hinten Hymer mit drauf. Also wirklich eine ganz tolle Verarbeitungsqualität. Hier hinten sieht man auch nochmal das Heck hier mit drin. Also die Tür auf der Fahrerseite. Und ich mache mal ein bisschen mehr Licht. Jetzt geht's. Und hier nochmal Ablagefächer. Und das Fahrzeug kommt dann halt, das ist das Zubehör, was so mit dabei ist. Und da ist jede Menge Zubehör mit dabei und Außendusche mit drin. Und das die Heckansicht. Ja, Mercedes-Benz Sprinter hat wirklich viel verändert und mich haben ja auch viele Leute gefragt, ja, was soll ich nehmen? Teilintegrierte, vollintegrierte oder und so weiter. Der Vorteil beim vollintegrierten ist natürlich absolut die Zeitlosigkeit. Du hast mehr Platz, du hast ein zeitloseres Fahrzeug, weil das Basisfahrzeug, das kann sich ja mal ändern. Aber beim Vollintegrierten ändert sich eigentlich nicht so oft so viel. Die, ich sag mal, Spezialisten wissen natürlich, okay, das hier ist vielleicht ein älterer, aber ich sag mal so, alles in allem muss man sagen, ist die Front doch sehr zeitlos geblieben bei Hymer. Können wir kurz hier reingucken? Einmal drehen. Was hier drunter sich verbirgt. Wie bei allen natürlich bleibt das Ganze offen und hier habe ich dann komplett eine Einsicht in den Doppelboden mit drin. Also das ganze Fahrzeug hat einen riesen Doppelboden, der ist dann auch mal beheizt. Also eine ganz andere Klasse wie die anderen, die das jetzt nicht haben, denn Doppelboden hat natürlich den riesen Vorteil, dass man, ich sag mal, warme Füße hat. Du hast viel Platz, nochmal Stauraum. Also das Konzept, was man auch kennt von den großen Linern, das ist hier mit integriert. So, das lassen wir mal auf und gehen wir am besten gleich mal rein. Wir können von außen ja mal gucken. So sieht es aus. Eine riesige Thule Omnistor ist drauf. Und von der anderen Seite, lass mal kurz gucken, wie wir da noch an den Doppelboden rankommen. Was wir da noch für Fächer haben. Großes Fach für die Gasflaschen. Das ist hier. Mal kurz mit dem Schlüssel bewaffnet. Und noch jede Menge andere Öffnungen, die dann daneben sind. Also da kann man ja wirklich nicht meckern. Das heißt, also die Gasflaschen, die sind wirklich derart ebenerdig, dass es so nur mal gerade mal einen Zentimeter hochheben muss. Und es gibt keine Kante, was auch schon mal ganz gut ist. Also der Gaskasten mit Gasdruckfedern, das ist wirklich eine prima Sache. Gut gemacht. Liebe Hymer-Leute, ich hoffe, ihr hört mich. Eine Alde ist drin. Also das ist natürlich ein Traum. Ich selbst habe ja auch eine Alde, also eine richtige Fußbodenheizung hier eingebaut. Warmwasser. Und das erhitzt das Fahrzeug absolut gleichmäßig, ohne dass man jetzt große, ich sag mal, Luftzüge hat in einem Fahrzeug. Das ist wie zu Hause eine richtige Warmwasserheizung hier mit drin. Und das ist der Doppelboden.
da ist jetzt auf der anderen Seite offen, können wir also bis zum anderen Teil durchgucken. Und hier habe ich also richtig viel Stauraum, sogar so viel, dass ich hier sogar noch ein Auszugssystem reinmachen könnte, zum Beispiel von Weistec, von Weißwerk, mit dem ich also die Eurokisten rausziehen könnte. Das würde hier gehen. So sieht es aus von etwas weiter weg. Also kompletter Doppelboden ist eingebaut. Die Heckgarage, die kann man dann auch natürlich mit der Tür von hinten befüllen, von der Fahrerseite. Und von hinten so schon ein bisschen linermäßig, aber halt, er baut nicht so hoch auf. Das hat den Vorteil natürlich, wenn ihr im Süden seid, hast du ja oft das Problem, dass du dann irgendwelche Bäume hast, wo du drunter durchfahren musst, und das ist bei der Fahrzeughöhe absolut unproblematisch. Das sind nochmal die 50 Zentimeter, die er dann weniger hat. Wir gehen jetzt mal rein, dann sind die Windgeräusche gleich viel weniger. Wollte euch nur intensiv das Auto mal von außen zeigen. Oh, heute ist Dienstag der 16. Und die Aufbautür, sehr schön gemacht, ganz edel mit integriertem riesigen Mülleimer. Also der ist, ist krass groß dafür, dass er in der Tür integriert ist. Also das ist schon ganz ordentlich. Also da hast du viel Platz für Tüten und so weiter. Hier kannst du aber auch andere Sachen reinmachen. Und die Tür ist natürlich mit einem Sichtschutz versehen, hat 2 Haken oben. Da ist die Lampe mit drin. Die kannst du natürlich von innen schalten. Und hier siehst du direkt schon mal was Schönes. Eine Hubstützanlage von Goldschmidt. Das heißt, die kann also ruckzuck das Auto komplett gerade stellen. Und hat natürlich dann auch noch so Features wie, ich sag mal, Entleerung von dem Fahrzeug und. Das heißt, das sind so Stempel, die fahren dann automatisch runter. Ich gucke mal gerade, ob ich die einfangen kann, hier irgendwo von der Seite. Dass ihr das mal seht. Müssen eigentlich hier irgendwo sein. Ja, da sind sie. Kamera, geh hoch. Dieser Stempel hier, also das ist eine Hubstütze. Und die nivelliert das Fahrzeug vollautomatisch oder manuell, wie man will. So, Feature, das Ganze kann hier einrasten, damit die Tür also auch beim Sturm nicht dann unabsichtlich dann geöffnet wird. Gibt es also hier eine Aufnahme mit drin. Und dann am Eingang direkt eine Garderobe. Nochmal. Und die erste Möglichkeit, das Licht dann einzuschalten, ohne dass ich die zentrale Steuerung dann bedienen kann. Also hier habe ich dann nochmal eine Lichtsteuerung direkt am Eingang. Doppelboden. Das heißt, also hier habe ich Zugang dann jeweils zum Doppelboden. Hier habe ich dann die Batterien zum Beispiel verbaut und diverse Technikteile, die hier mit drin sind. Hier sind AGM-Batterien jetzt in dem Fall drin und ein Ladegerät bzw. Wechselrichter ist hier eingebaut. Das ist ein Ladegerät. Das ist hier mit drin. Das Ganze hier, das ist uns der Aufbau hier von dem Sandwichboden. Also hier kann auch ruhig mal erstmal feucht werden, da wird wahrscheinlich nicht so viel passieren. Dann schönes Detail hier ist der Schuhschrank direkt gegenüber. Der recht groß ist. Hier sieht man meine Schuhe. Mal zum Vergleich. Also da passen einige Schuhe rein, die ich dann auch einladen kann, wenn ich dann direkt reinkomme, dann sind die weg. Ja, Sitzgruppe. Warte, ich mache mal die Tür zu, dann wird schön warm. So, Sitzgruppe aus weißem Leder, so ein cremeweißes Leder hätte ich jetzt eigentlich auch gewählt. Und insgesamt 4 Sitzplätze kann ich jetzt mal entdecken. So, langsam mal runterkommen. Draußen ist echt kalt. Kein Hubbett drin, das gibt der Sache natürlich unglaublich viel Raum. Ich gehe mal gerade so einen Schritt zurück. Und der Vollintegrierte hat natürlich den Vorteil, dass der Wohnraum im Vergleich zum Teilintegrierten unglaublich viel größer ist. Das Fahrzeug macht richtig Spaß. Hier vorne hast du dann anstelle vom Hubbett dann die Schränke. Kannst dich richtig hinstellen, kannst also hier die Schränke auch ordentlich nutzen, die auch sehr tief sind. Und ja, das muss ich halt gut überlegen, wenn man das Hubbett nicht unbedingt braucht. Vielleicht ist die Version dann ohne Hubbett dann doch die bessere, so wie hier. Und die Schränke habe ich auf jeden Fall nochmal extra mit dabei. Der Wohnraum selber, das ist schon ordentlich.
Ich habe hier die beiden drehbaren Sitze, die sind natürlich auch mit Leder bezogen, also ganz schick das Fahrzeug. Und habe als Basis hier, als Fahrgestell, einen Mercedes-Benz Sprinter. Das Ganze auf einem Alco-Fahrwerk und ja, mit Multifunktionslenkrad, mit Abstandstempomat, mit Spurhalteassistent, mit also wirklich allem, was das Herz begehrt. MBUX-System ist natürlich eingebaut, das beste Radio und Pkw-ähnliches Fahren. Also viele sagen denn, wenn sie jetzt fahren, so Mercedes-Benz, das ist so vom Feeling her eher so SUV-Charakter. Das ist schon eine wirklich feine Sache, die hier drin ist. Jetzt gucke ich mal gerade, ob das manuell geht. Das hier ist ja, das geht manuell. Da hast also oben einmal deinen Privacy-Schutz mit dabei und dann natürlich elektrisch nochmal zusätzlich meine komplette Verdunklung, die übrigens sehr viel bringt im Winter. Also das kann man dann sehen, wenn man also wirklich die mal morgens aufmacht, wie kalt es denn auf einmal nochmal wird, wenn die Verdunklung da ist. Und das ist ein richtiger, ja, fast ein Haushaltsrollladen, der dann runtergeht und die Scheibe dann einfach verdunkelt. Und wenn ich das nicht unbedingt brauche, dann kann ich halt das Privacy-Teil einfach von unten nach oben schieben, wie ich das eben gezeigt habe. So, und dann habe ich noch einen schönen Knopf. Das Ganze fährt jetzt nochmal hoch. Das geht auch relativ schnell. Geht sogar automatisch. Hätte ich gar nicht drücken müssen. Das fehlt bei mir. Ich muss immer drücken. Naja, kann man dabei kommen. Da ist die Abwassertankentleerung, die ist elektrisch. Ist auch ein schönes Detail. Das ist die Taste hier, dann drücke ich jetzt mal nicht drauf, die ist auch extra nochmal gesichert. Dass man nicht versehentlich drauf kommt. Elektrische Fensterheber mit drin, die Fahrerhaustür lässt sich natürlich öffnen. Ich gucke mal gerade raus, ich habe richtig tolle Spiegel mit viel Rundumsicht. Und kann dann an der Mautstelle auch hier aussteigen. Das geht ja bei vielen Linern nicht, also in der Klasse. Das ist auch so tief, das Fahrzeug, dass ich keine zusätzliche Stufe brauche, also ein Alco-Tiefrahmen, das macht sich schon wirklich sehr bewährt. Wow, so, MBUX, es ist gestartet, wir gehen mal ganz kurz drauf, also hier habe ich dann alle Möglichkeiten, die es gibt, von DAB-Radio über Navigation, ich kann also wirklich hier alles steuern, aber auch die Einstellung vom Fahrzeug kann ich vornehmen. Ich kann also dann sagen, okay, ich möchte, ich sag mal gucken, kann ich mal draufklicken. Display, Bedienelemente, Audio, das Fahrzeug selber, kann ich mal kurz drauf gehen, Winterreifenlimit, Akustik schließen, also und auch das Design ist wirklich ein Hammer. Das Display ist gestochen scharf, hat dann auch die Möglichkeit, dass man das Handy mitkoppeln kann und wirklich viele Sachen dann mit dem Display machen kann und sieht auch wirklich aus wie fast wie in der S-Klasse, also vom Design her. Hier habe ich nochmal 4 Halter für Getränke. Ich habe eine Taste, guck mal hier, wie süß, wo ich die Stufe einziehen kann, direkt am Fahrerhausbereich. Das ist auch eine prima Sache. Und nicht nur direkt neben der Tür. Und ich habe ein ordentliches Soundsystem mit drin, also was auch nach oben strahlt. Gut, es geht immer noch besser, aber das sieht schon mal ganz gut aus. So, Sonnenblenden sind hier. Also die lassen sich dann auch prima anbringen, sodass ich das Rollo gar nicht brauche. Und ich habe hier nochmal Lampen. Die sind aber jetzt nicht Touch. Trotzdem mal probiert. Also das ist das Original-Fahrerhaus. Hier ist der Anschluss übrigens. Also auf der rechten Seite beginnt dann quasi Hymer und hier hat man das Original-Cockpit von Mercedes-Benz. Hier, kann man aufmachen, hat man noch ein kleines Fach mit USB drin. Also hier kann ich die Handys anschließen zum Laden. Und ich habe ja was Besonderes hierbei. Ich habe hier eine Version ohne Hubbett. Also das ist wirklich schon begeisternd, wie viel mehr Platz man dann hat. Ich habe es ja eben schon ein paar Mal erwähnt. So, kann man hier hochgehen. Hier müsste eigentlich der Schalter sein. Ja, habe ich schon gelernt. Hier ist der 32 Zoll Fernseher, der dann noch platzsparend versenkt werden kann, weil so ein Fernseher braucht man ja nicht dauernd. Und wenn man gucken will, dann wird ja auch die Sicht auf die Küche ein bisschen zerstört. Aber so an der Stelle könnte ich mich jetzt dran gewöhnen, dass der genauer so richtig an der Stelle ist, wie man es braucht. Das ist schon gut gemacht. So, fahren wir nochmal ein.
Können nochmal zugucken hier. Alphatronics SL32 und das Ganze nochmal auf einer Aluminiumhalterung drauf von Favo. Jo, macht einen coolen Eindruck. Zumachen. Hier oben ist übrigens, das ist Glas. Das heißt, ihr könnt das prima abwischen hier. Das ist also jetzt hier alles komplett aus Glas. Also wenn man hier mal ein, ich sag mal, Glas oder sowas abstellt, da ist ein Rand dran, das kann man einfach wegwischen. Und hier die Spüle mit 2 Auslässen, das ist natürlich eine prima Sache. Hier kann ich auch mal Getränke einfach mal auskippen, dass ich also, wenn das hier jetzt zu ist, hier gibt es eine Abdeckung dafür, dass man die Abdeckung nicht jedes Mal runter machen muss. So, das nenne ich einmal ein Dometic Gasfeld. Also das bedeutet, ich kann also auch große Töpfe mit 2 Flammen dann jeweils beschicken oder ich kann das einteilen, wie ich das möchte. Also ein Riesenfeld. Und die Fläche kann ich dann natürlich komplett nutzen, wenn ich es jetzt nicht brauche und habe eine ganz große Arbeitsfläche mit drin. Und die Bedienung ist nicht innen, sondern die ist hier. Und das sieht natürlich so ein bisschen aus wie Kabe, ganz edel. Hier ist die Piezo-Zündung. Und jeweils Schubladen hier unten drunter. Das fühlt sich schon wirklich sehr, sehr edel an. Und das ist ja eine ganz, ganz tolle Sache hier mit der Küche. Also ich bin ganz begeistert auch bei diesen runden Formen, die immer wieder kommen. Ich muss gerade mal mein Licht mal einsammeln, was hier drin ist. Und diese runden Formen, die haben den Vorteil. Hier, das ist die Abdeckung. Da ist sie. Die kann man also einmal hier ablegen. Das kann man machen. Dann kann man die auch so rum reinlegen. Das heißt, man hat das Schnittbild hier drin. Ich kann die auch drehen, dass ich meinen Ausguss hier habe und ich kann, wenn ich sie halt gar nicht mehr brauche, dann kann ich sie einfach hier reinstellen. Ich hoffe, ich mache das auch richtig, liebe Hümer-Leute, wenn ihr mir zuschaut. Bin ja nicht so begabt, aber es müsste eigentlich so funktionieren. Mal schauen. So oder so ähnlich. Also das hält auf jeden Fall. Prima. So, Doppelboden. Geht weiter. Also hier habe ich überall Revisionsfächer oder ich habe hier also den Doppelboden drin. Wir haben ja beide Türen geöffnet. Jetzt kommt die Kälte schon nach oben. Kann also hier Kisten reinschieben und kann von innen an die Kisten ran. Hier der große Dometic Tower mit Backofen. Der ist oben drin. Oben ist der Backofen. Da habe ich jetzt mal hier oben eine Mikrowelle drin, aber gut. Hat vorher einen Backofen drin. Und hier hat man dann nochmal einen Auszug mit drin, mit den Rosten für den Backofen mit drin. Hier ist der erste Schrank für Kleider und Co. Das ist natürlich auch beleuchtet. Und hier kann ich hängende Sachen reinhängen. Die Fächer kann ich natürlich rausnehmen. Das heißt, für ganz lange Jacken wird es auch gehen. So, gucken wir uns mal gerade mal um. Ich mache mal gerade die komplette Einstellung hier fertig, dass man das Ganze mal sieht. Und ja, schick gemacht ist auch hier so diese Beleuchtung, die hier mit drin ist. Das sind die Kopfstützen. Die kann ich hier oben übrigens einsetzen. Das heißt, im Fahrbetrieb brauche ich ja Kopfstützen. Und wenn ich natürlich keine Leute mitnehme, dann brauche ich sie nicht zu montieren. Ansonsten werden die Kopfstützen montiert. Meistens sind sie unterm Bett. Können wir uns da gleich mal angucken. Ein Längsbett. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, dass das dem Deutschen liebstes Bett ist. Weil man nicht übereinander drüber steigen muss, wenn man mal auf Toilette muss. Also das ist so das Argument, was viele mir sagen. Kann ich auch nachvollziehen. Und hier hat man also dunkles Holz und hat gewählt weiß in Verbindung mit dunklem Holz. Das ist wirklich schick. Hier ist die Fernsehvorbereitung schon drin. Das Fahrzeug ist noch brandneu und ja, ich bin ganz aufgeregt, es mal zeigen zu können. Und natürlich auch das Bett hier kann man zu einer Liegewiese umbauen. Hier ist dann das Ausbaupolster mit dabei und dann im Endzustand sieht es dann so aus. Und die Treppe lässt sich dann auch ausfahren darunter. Da ist dann jeweils ein Element dabei. Ich kann nach vorne, kann ich die Sitzgruppe nochmal umbauen. Hier ist diese Treppe, die man da schon kennt.
Die kann ich einfach ausklappen und habe dann, wenn ich die Liegewiese erweitert habe, dann die Treppe ein bisschen vorgezogen, dass ich dann auch wieder drauf komme. So, ein ganz kleines bisschen aufmachen, dann kann man nämlich besser hier ran. Dann kann man hier hochziehen und da ist der Kleiderschrank drunter. Jetzt sind 2 Polster drauf. Normal hält das auch von alleine, aber jetzt sind 2 drauf, deswegen geht das nicht. Und ich komme also auch beim ausgezogenen Bett, also wenn ich die Liegewiese eingebaut habe, auch oben an den Schrank ran. Oder ich kann natürlich die Leiter wieder einklappen. Das geht dann ruckzuck und kann dann diesen Schrank komplett öffnen. Der ist natürlich jetzt durch die Stufe verdeckt. Auf der rechten Seite habe ich dann noch einen kleinen Schrank. Und den könnt ihr euch angucken, habe ich bei vielen anderen. Das ist übrigens dieses Ausgleichselement. Das wird eingelegt und da legt man das Polster drauf. Hier in der Mitte. Also das kommt hier rein. Warte, ich mache mal die Stufe nochmal rein. Jetzt zeige ich euch nochmal diesen einen Schrank. Also geht relativ easy. Ja, einfach davor. Und sieht ein bisschen hakelig aus, aber geht wirklich sehr einfach. Und dann habe ich hier Zugang zu dem Schrank hier. Und der ist eigentlich auch ganz ordentlich. Also sehr tief und 2 große Schrankböden. Das ist okay. Und hier habe ich normalerweise eigentlich auch ein Fach. Ne, das ist ein Revisionsfach. Und dann Doppelboden haben wir, glaube ich, schon gezeigt gerade eben. Der ist hier, ich glaube, das wäre die Tür, haben wir, glaube ich, noch nicht gezeigt. Guck mal gerade rein. Ja, das sind die Wassertanks. Jeweils mit einem Revisionsschacht. Cool, ich brauche natürlich nicht erwähnen, das Fahrzeug ist absolut winterfest. Durch die Alde-Heizung, also eine Warmwasserheizung hier mit drin. Und ja, das Ganze ist natürlich richtig schön. Große Dusche. Hier oben eine Stange mit drin. Kann ich Kleider aufhängen und auch trocknen. Und unten habe ich einen Rost. Und den Rost muss ich allerdings wegklappen, wenn ich dusche. Der ist eigentlich eher dazu gedacht, dass man, ich sag mal, die Dusche auch betreten kann, wenn ich hier zum Beispiel Sachen lagere und so weiter. Also man sollte es wegklappen. Ich zeige es euch nochmal. So sieht das dann aus. Also nicht jetzt, ich sag mal hier, das hier als Stauraum benutze. Das war so ein bisschen der, komm her bei der Sache. So, dann gerade mal hier gucken. Hier ist noch eine Tür, die wird hier oben verriegelt. So kann ich mich komplett vereinzeln. Hier unten ist dann offen und je nachdem, welche Version ich dann gewählt habe, ist dann hier auch komplett zu. So, das Bad. Das ist ein komplettes Raumbad. Wenn man nicht gerade die Duschtür auflässt, so wie ich, dann klappt das auch. Und die schließt dann komplett. Und dann habe ich ein Raumbad bestehend aus der linken Seite aus der Dusche und komplett dann das Badezimmer mit Toilette und Waschbecken und so weiter. Als Raumbadlösung. Also einmal hier wirklich unvorstellbar viel Beinfreiheit. Und dann kann ich natürlich auch die Tür hier schließen. Habe ein eigenes großes Fenster mit dabei. Also das kann ich dann auch nochmal öffnen. Und habe aber zusätzlich nochmal eine Entlüftung hier mit zusätzlich dabei. Hier noch ein Schrank. Nicht so tief, aber bestimmt zweckmäßig. Und hier dann nochmal die Toilettenpapierhalterung und 2 kleinere Schränke hier drunter. Eine Kassettentoilette mit drin. Und hier ist das Waschbecken. Hier hat man nochmal 2 Haken mit dran. Und einen wirklich riesengroßen Spiegel nochmal mit dazu, sodass ich mich dann komplett betrachten kann. Von oben bis unten. Das ist mit drin. So, jetzt sind wir fast durch. Hier vorne haben wir vergessen. Ich meine, ich bin gar nicht mehr sicher. Ah, doch, ein Riesenfach nochmal mit drin. Und dann noch jede Menge Staufächer hier oben drüber. Also die sind ja durchgehend, wirken auch gar nicht so wie, ich sag mal, wie Schränke, sondern das ist so eine durchgehende Front. Aber schon ziemlich edel. Mit Beleuchtung und allen drum und dran. Ja, Remis sieht man immer öfter jetzt bei Hümer. Haben Fenster, die man relativ leicht öffnen kann. Also ganz schnell.
Und hier ist das Kobelheki von Remis, nehme ich auch an. Mal kurz mal schauen. Ist jetzt geöffnet. Hier ist noch eine kleine Beleuchtung mit drin zum Zeigen des Fahrzeuges. So, hier kann ich absenken. Hier kann ich die Sitzgruppe dann nochmal umbauen. Und hier ist dann nochmal ein kleiner Sitz, sodass ich die Schuhe an- und ausziehen kann oder ich sag mal auch Gäste einladen kann. Die kann ich dann komplett hier versorgen. Mal gucken, was hier drunter ist. Da ist nochmal Stauraum. Komplett mit drin. Und hier dann der zweite Teil von der Sitzgruppe, sodass, wenn ich aber Fernseh schaue, das mache ich dann durch die gedrehten Fahrersitze dann. Prima. So, ich mal gerade das nochmal hier drauf, weil es so schön war. So, es rastet so auch ein. Schick. Was ist hier? Ein Apotheker? Ja. Der ist hier nochmal mit eingebaut und ich mach mal so einen Schrank nochmal kurz auf. Da habe ich dann nochmal viel Platz. Gut. Kurz mal gucken. Da müsste die Technik sein. Hier ist das Steuerelement von der Alde. 3020 und eine Do-Control ist eingebaut. Also 11 Grad haben wir gerade im Auto. Es ist deutlich wärmer wie draußen und hier die zentrale Steuerung von Schaut. Machen wir mal alles aus, gehen mal raus. Und ja, das ist er. Der neue. Kurz mal auflassen. Und vielen Dank nochmal für die Bereitstellung des Fahrzeuges vom Freistaat hier. Wir drehen heute am 16. März 2021 Weltpremiere. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn Sie möchten, ja, lassen Sie uns ein Abo da. Wenn nicht, dann nicht. Und das Ganze können Sie auch mit der Glocke versehen. Dann werden Sie auch immer informiert, wenn neue Filme kommen. Tschüss.